10 Parfüms für G-Klassenfahrer oder Besitzer, whatever. Ich hatte ja schon mal so eine Idee und ich habe es vor Jahren schon mal gemacht, dass man einfach mal Formate macht, die ein bisschen crazy sind. Aber was heißt eigentlich crazy? Ich habe einfach Bock da drauf. Schreibt gerne mal in die Kommentare unten, welche Videos ihr gerne sehen wollt. Mal, es können auch Verrückte sein. Ich mache es einfach mal. Und heute kommt einfach mal 10 Düfte, die für G-Klassenfahrer geeignet sind. Ich persönlich hatte auch mal eine G-Klasse eine Weile, G700 Brabus. Ne? Viele können sich noch erinnern oder so, habe ich auch mal gepostet bei Instagram. Aber ja, das ist was anderes, Brabus. Aber egal, wir reden von der G-Klasse. Ne? Brabus ist wirklich, ihr glaubt nicht, aber es ist wirklich eine andere Liga nochmal. Selbst zum G63. Der G63 AMG ist nice. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, ne? Aber überhaupt die G-Klasse, der G-Wagon ist schon sehr nice. Aber ich will nicht abschweifen. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. So, und dann kommen wir mal zu den Düften. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich zeige euch 10, wo ich sage, an erster Stelle, es passt einfach zu einem Fahrer, der in der G-Klasse sitzt. So, und da fangen wir mal mit den 1 Million, aber Golden Oud an. Ja, der Golden Oud, das blendet jetzt, deswegen zeige ich das jetzt so. Das ist für mich einer der besten 1 Million Flanker geworden. An Anfang, ich hatte ja auch ein First Impression beziehungsweise erstes Sniff-Video gemacht. Da war ich überhaupt nicht begeistert. Also ich fand die DNA gut, aber ich fand irgendwie, das passte so einen arabischen Duft nicht. Der sollte ja erst in einer arabischen Welt online gehen, dann nur online. Ich glaube, es gibt ihn immer nur noch online, aber es gibt ihn komischerweise noch, obwohl er limitiert sein sollte oder whatever, ist auch egal, da kommt keiner mehr mit. Aber nach ungefähr, was nicht der Sinn der Sache ist, aber nach ungefähr 8 Monaten hat der Duft sich so geil entwickelt und ist brachial stark geworden. Man möchte ihn nach 12 Stunden abwaschen, weil das einfach too much ist. Ihr habt, wie gesagt, Mandarine, ihr habt Vanille, ihr habt Oud, ihr habt was Holziges und das ist bei diesem Duft absolut nice. Also der Golden Oud hat sich für mich zu dem besten Flanker mitentwickelt, zum Beispiel wie Absolutely Gold zum Beispiel, auch sehr geil, gibt's schon lange nicht mehr, habe ich auch, aber hier das 1 Million, Golden Oud gehört einfach zu einem G-Klassenfahrer, weil männlich, bisschen süß, stark, präsent, arabisch ein bisschen angehaucht. Inzwischen, früher war sag ich mal so, haben die G-Klasse ganz andere Leute gefahren. Heute ist das Spektrum, also fahren viel mehrere die G-Klasse und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zu Nichane und Nefs. Ja, für mich der Beste aus dieser Brand, ein unheimlich nicer Safranduft, für mich einer der besten Safrandüfte und brachial stark. Ich war da letztens auf einem Konzert mit und das war so geil. Die ganze Zeit, mich haben Leute tatsächlich angesprochen. Natürlich die Dame neben mir. Ich meine, der ist stark, ne? Und man sitzt ja dicht bei einem Konzert nebeneinander und der passt aber einfach luxuriös, sexy, elegant und natürlich passt er dann auch zu einem G-Klassenfahrer. Das passt wirklich. Kostet natürlich auch ein bisschen, aber der G-Wagon ist ja auch nicht günstig. Selbst in G500, G350 gibt es das überhaupt. Fangen wir mal ab 500 an und dann natürlich die G-Klasse, also G500, ich meine jetzt nicht 500.000, sondern G500 und G63 und aufwärts. So, aber das ist der wandelt sich, ihr kennt die Geschichte, ich finde ihn absolut nice. So, dann kommen wir zu einem Oldschool Barbershop und der ist günstig inzwischen für 20 Euro zu haben. Zino Davidoff. Dieser männliche Barbershop, finde ich, mit Lavendel auch dann und so weiter, ist einfach für mich, muss ich mal sprühen, für mich ist das ein absoluter Duft, den könnt ihr natürlich auch bei einem anderen, wenn ihr einen anderen Wagen habt, tragen, aber das ist so ein eleganter, sexy Duft für den Mann. Und wenn ihr da aussteigt, natürlich müsst ihr auch ein bisschen so ein Bart haben und so richtig maskulin und Barbershop gepflegt, Lavendel-Style. Also ich finde, dass Zino immer noch funktioniert und der performt auch nicht unbedingt schlecht, für andere auf jeden Fall nicht. Für euch selber ist er ein bisschen schwächer geworden, aber das ist bei dem Duft wirklich Tagesform. Aber Zino Davidoff gehört dazu. Wenn man sich überlegt, dass dieser Duft für 20 Euro inzwischen verramscht wird, das ist eigentlich ist das eine Schande. Natürlich könnt ihr viel oder braucht ihr nicht viel Geld auszugeben, aber es ist schon eine Schande. So, der nächste, Tom Ford Tuscan Leather. Das ist noch die alte Version, richtig alt, stark, präsent. Ich weiß nicht, wie sie aktuell ist. Und diesmal habe ich tatsächlich den
Tom Ford rausgeholt, weil der ein bisschen harscher ist, zum Beispiel als hier der Radiant London oder eben auch das Übliche, was ich immer so gern vorstelle, der beste im Endeffekt, der Sillage und von Kinetic Perfumes. Aber diesmal habe ich den Tuscan Leder rausgeholt. Harsch, Himbeere, Leder, dunkles Leder, so muss das sein. Und das passt natürlich zu einem G-Wagon-Fahrer. Und ja, ich muss schon sagen, der ist geil. Ne? Aber ich trage den nicht so oft, kann man auch nicht immer. Natürlich gibt es welche, das ist, das ganze Jahr tragen sie den Duft. Tuscan Leder, Himbeere. Damit fing eigentlich vieles an mit Himbeere, Leder. Damit ist, glaube ich, der Vorreiter von vielen anderen Düften, die in die Richtung gegangen sind und schon sehr nice. So, der nächste kommt von Christian Dior, Eau Sauvage, aber das Parfüm, so von 2017. Die Eau Sauvage-Reihe geht schon so ein bisschen unter bei dieser üblichen normalen Sauvage-Reihe. Ich habe aber hier, weil ein G-Wagon, ich meine, man muss ja ein bisschen Geld haben, um so ein Auto zu fahren. Selbst wenn ihr das finanziert und so weiter, das Auto kostet Money. Und dieser Duft riecht auch einfach nach Geld. 2017er Version ist zwar genau, ich habe die 212er, 214, nicht 212er auch. Aber hier habt ihr was Würziges, ihr habt was Frisches, ihr habt Zitrone. Es ist cremig, es fühlt sich ein bisschen vielleicht wie ein Oldschool-Duft an, ohne dass er stinkt. Genial, absolut genial. Solltet ihr mal testen. Wie oft habe ich den schon gezeigt? Den habe ich schon vor Jahren gezeigt. Also falls ihr denkt, warum der so voll ist, ich habe noch einen davon. Ne? Ein 50 ml Flakon. Ich feiere diese Reihe. Die Eau Sauvage Reihe ist schon so sehr elegant. Und das Original, zum Beispiel Eau de Toilette, ist der Signaturduft von Steve McQueen. Den wird hier jetzt wieder keiner kennen, wahrscheinlich. Aber ihr solltet auch mal die Reihe testen. Die ist viel eleganter als die normale Dior Sauvage-Reihe. Ne? Und so weiter. Und der passt natürlich. Dieses würzige, frische, cremige passt perfekt für einen G-Wagon-Fahrer. Der nächste passt auch. Und das ist Bleu de Chanel. Aber das Parfüm. Im Endeffekt habt ihr diese Frische, das Blaue, aber was sehr Holziges habt ihr am Start hier, was mir sehr gut gefällt. Was mir im Endeffekt am besten gefällt, dann habt ihr natürlich auch was Fruchtiges durch die Bergamotte am Anfang. Das bleibt, das ist einfach die Eau de Toilette DNA und dann das Holzige. Ihr braucht auch nur das Eau de Toilette und das Parfüm. Das Eau de Parfüm braucht ihr nicht. Das ist so ein Zwischending zwischen Parfüm und Eau de Toilette. Nun könnt ihr vielleicht sagen, ja, aber gerade das ist doch geil, ihr braucht die anderen nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist besser, das ist geil. Da merkt ihr dieses Maskuline und eben das Blaue mit den Eau de Toilette. Wirklich, ihr braucht nur das. Sehr geil, aber zu Bleu de Chanel muss ich auch nicht viel sagen. So, dann kommen wir zu einem Duft, der passt auf jeden Fall. Ihr habt am Anfang allerdings schon Oud, beziehungsweise vielleicht für viele, nicht für mich, aber für viele ist es einfach so ein bisschen Kuhstall auch. Es ist aber echtes Oud drin und das ist der Dubai von Botnikoff. So, und der passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Der ist nicht überladen, aber der ist elegant da. Ist da. So, und ja, der ist sehr lecker. Schönes, echtes Oud mit Maracuja. Es ist die bessere Version von Oud Maracuja. Wer da so ein bisschen das echte Oud sucht und so weiter, ist hier fündig oder wird hier fündig. Und Dubai passt natürlich. Wie viel G-Wagons fahren in Dubai rum? Zählt ihr, oder wenn ihr dort seid, zählt mal, braucht ihr nicht, könnt ihr nicht mehr, und da fahren richtige Dinger. Ja, der ist geil. Oud, Maracuja, Fruchtigkeit, sehr nice. Dubai von Botnikoff, der ist wirklich gut. Also wirklich, ein echtes Oud ist immer ein Punkt, das merkt ihr. Und das ist eigentlich genial. Oud-Düfte sind allgemein cool. Natürlich kosten echte Oud-Düfte Money, aber ihr merkt dann doch schon den Unterschied zum synthetischen Oud, finde ich irgendwie. So, der nächste darf nicht fehlen, Louis Vuitton Ombre Noir. Da halte ich mich jetzt aber kurz. Ihr kennt den Duft brachial stark. Himbeere auch hier mit ein bisschen Weihrauch und Oud und so weiter. So. Und der ist natürlich so stark, dass er wirklich lange hält, ewig hält. Das ist das Aushängeschild mit Imagination von Louis Vuitton und Ombre Noir. Muss ich da jetzt noch was zu sagen? Lassen wir so stehen, oder? Ich finde, der steht für sich. Den müsst ihr haben. So. Ja, und jetzt kommt tatsächlich ein Mercedes-Duft. Ja, Black Club Black von Mercedes. Das auch könnt ihr wieder blenden. Und das ist eine richtig tiefe, geile Vanille. Und auch hier, ich habe natürlich ein Mercedes-Duft reingenommen, muss natürlich sein, wenn ich hier die 10 Düfte für G-Wagon-Fahrer raus, muss natürlich der Club Black Club mit
drin sein. Ein richtig schöner Vanilleduft. Die Vanille ist tief, die ist stark, die ist präsent. Es ist ein bisschen Haselnuss-Feeling-Style. Das, was ich rieche, es muss nicht dabei sein. Ich sage auch immer, das, was ich rieche, schönes Ding, schönes Jahr. Ich weiß, ich stelle das jetzt einfach vor, weil ich nicht weiß, ob der eingestellt worden ist. Hieß immer eingestellt, dann doch nicht, dann eingestellt, dann doch nicht, dann eingestellt, dann doch nicht und so weiter und so fort. Lassen wir so stehen. So, und zu guter Letzt habe ich überlegt, nehme ich den oder nicht, aber eigentlich muss ich ihn nehmen. Er passt einfach. Aventus von Creed. Ist einfach so Ananas und was Frisches. Ich wollte gerade sagen rauchig. Nein, das ist es nicht mehr. Das ist die Version hier noch von 2014-15, aber auch die lässt langsam wirklich nach. Tatsächlich einer der ersten Düfte und dann auch noch gerade Creed, wo ich ja so oft ein Problem mit habe. Nicht von der DNA, nochmal zum Mitschreiben für die Leute. Ich mache die DNA. Creed steht für einzig, ja, für ihre, eigentlich schon unique. Das ist schon unique, bisschen die DNA von Creed. Aber dieses im Moment jedenfalls noch verwässern mag ich eben einfach nicht. Und ich hoffe, dass einfach in Zukunft was Stärkeres kommt. Und hier, das ist jetzt die 220er-Version, die ist schwach leider. Die neue soll angeblich besser sein. Weiß ich leider nicht. Und ich habe die nicht. Und ja, auf jeden Fall 220er-Version ist soweit in Ordnung. Aber ihr habt das Rauchige nicht mehr und so weiter und so fort. Und die Haltbarkeit ist allerdings für andere da. Also ihr kriegt trotzdem nach 8 Stunden ein Kompliment. Das heißt, er ist schon da, präsent in der Zierage. Also so schwach kann er nicht sein. So, das war's denn. Das sind die, ne, ich hätte jetzt auch Roger nehmen können und so. Aber ja, klar. Ne, aber ich wollte jetzt einfach mal die nehmen. Vor allen Dingen habe ich auch mal wieder ein Eau Sauvage reingenommen. Ich habe auch mal den Tuscan Leather reingenommen und so weiter und so fort. Schreibt mal unter, wie findet ihr die? Was sagtet ihr? Und welche würdet ihr sagen für ein G-Wagon? Und schreibt wieder runter, was für Videos ich für euch mal machen soll. Ich habe ja früher auch für Klempner gemacht. Das ist schon Jahre her. Wie gesagt, es wird zwischendurch mal kommen, nicht regelmäßig. Kommt noch an, wie ich Bock darauf habe. Aber man kann das ernst nehmen oder man lässt es. Also das ist eigentlich schon ernst zu nehmen, obwohl es trotzdem ein bisschen mit Spaß gemacht ist. G-Wagon-Fahrer. Aber passt, ne? Da gibt's natürlich noch andere. Aber ja, gut. Ja, hier gibt's viele andere, die man noch nehmen hätten können. Man heißt ja nicht immer, ich habe ja, wie gesagt, auch 20 € Duft kann man nämlich auch nehmen. Es muss nicht, weil G-Wagon, glaubt man nicht, dass die alle 500 € Düfte tragen. No way, no way. Also es gibt einige, die am Start sind, ne? Und so weiter. Egal. Also Grüße gehen raus an meine Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Wenn ihr auch Mitglied werden wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Was ist denn heute los hier, Mensch, Doc? Ich würde einfach mal sagen, Hamburg ist raus.